Es ist eine Frankfurter Schwulenbar wie diese, in der Manuel vor knapp 2 Wochen den Abend ausklingen lässt. Die Stimmung ist gut, doch auf dem Weg nach Hause werden er und sein Kumpel aus dem Nichts angepöbelt. Schnell fallen Sätze wie: Wollt ihr Schwuchteln jetzt wirklich mit mir eine Diskussion anfangen? Und dann schlägt der Täter zu. Manuel geht zu Boden. Ich war direkt K.O., denn der Schlag war so heftig, dass ich sämtliches Bewusstsein verloren habe. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe gefühlt 10 Minuten in den Himmel gestarrt und war nicht mehr Herr der Sinne. Das Problem war auch laut Arztberichten, wie sich später halt herausstellte, es wurde wohl eine Waffe verwendet. In diesem Fall war es ein angespitzter Schlagring. Das hat dazu geführt, dass ich hier unten eine 4 cm breite und 1 cm tiefe Wunde habe, die mit 6 Stichen genäht werden musste. Und mir wurde hier unten rechts dadurch auch der Kiefer gebrochen. Mehrere Stahlschrauben halten Manuels Kiefer nun zusammen. Die kommenden Wochen und Monate werden nicht leicht. Ich muss die nächsten 6 bis 8 Wochen meine Nahrung durch einen Strohhalm zu mir nehmen. Und ich kann halt auch nicht richtig reden. Das schränkt mich unglaublich ein und ich kann auch nicht arbeiten. Und ich bin selbstständig. Das heißt, ich habe auch niemanden, der quasi für mich mein Gehalt sozusagen weiterzahlt. Wir begleiten Manuel an den Tatort. Eine unscheinbare Straße nahe der Frankfurter Innenstadt. Ein beliebtes Viertel der queeren Szene. Ich und mein Kumpel standen auch ungefähr genau hier. Der Täter ist halt an uns rechts vorbeigelaufen, auf die Straße hier vorne und hat sich, wie gesagt, darauf umgedreht. Wie gesagt, so schnell konnte ich gar nicht gucken, da kam schon der Schlag. Wie ihr seht, ist direkt hinter mir auch eine Treppe. Es hätten nur ein paar Zentimeter gefehlt und ich hätte mir möglicherweise das Genick gebrochen. Wahrscheinlich wäre ich entweder tot oder würde den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitzen. Zurück an diesen Ort zu kommen, das ist für den 26-Jährigen auch 2 Wochen danach eine Überwindung. Es vergeht in unserer Gegend hier kein Moment, an dem ich nicht voller Sorge bin, an dem ich nicht mich immer wieder umdrehe aus Angst, sowas könnte wieder passieren. Seit Monaten wird die queere Szene in Frankfurt regelrecht tyrannisiert. Offen seine Sexualität zeigen, Händchen halten oder gar knutschen. Diese ganz normalen Dinge sind zum Sicherheitsrisiko geworden. Viele trauen sich gar nicht mehr vor die Tür. Erzählt uns auch die Offenbacher Drag Queen Elektra Payne. Das ist jedes Wochenende hört man von Personen, die angegriffen wurden. Das kann es ja nicht sein. Und ich habe auch Angst, dass Leute umkommen irgendwann. Und wenn nichts getan wird, dann wird das zwangsläufig, habe ich das Gefühl, irgendwann passieren. Um das zu verhindern, geht Manuel nun an die Öffentlichkeit, spricht mit Menschen aus der Politik. Seine Forderung: Die größte und wichtigste Forderung ist, wir brauchen hier die Polizei, und zwar stationär vor Ort. Das ist Punkt 1. Die ist in diesem Moment wie die Feuerwehr, die muss den Brand löschen. Das ist das Wichtigste. Für die Zukunft hat die queere Szene einen Wunsch, der 2022 eigentlich längst Normalität sein sollte. Und wir möchten einfach nur akzeptiert werden. Wir wollen ja keine Sonderrechte oder so. Wir möchten einfach nur in Frieden leben können, wie alle anderen auch. Mehr wollen wir ja gar nicht.